Hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. I am Ben. Und ich bei Mia. Heute sprechen wir über Routinen, die dir helfen können, dich weiterzuentwickeln. Es geht um kleine Dinge im Alltag, die dir Halt geben können. Gerade in dieser Zeit fühlen sich viele Menschen unsicher oder müde. Der Tag ist oft voll, der Kopf auch. Genau hier können Routinen helfen. Sie geben Struktur und Ruhe. Und sie können dir das Gefühl geben, ich schaffe das Schritt für Schritt. Viele unserer Hörer lernen Deutsch und fragen uns, wie sie dranbleiben können. Eine einfache Routine kann auch beim Sprachenlernen sehr helfen. Zum Beispiel jeden Tag ein paar Minuten zuhören. Oder jeden Morgen ein kleines Wort wiederholen. Wir sprechen heute bewusst, langsam und klar. So kannst du entspannt zuhören und gleichzeitig Deutsch lernen. Mia, warum sind Routinen für dich wichtig? Weil sie mir Sicherheit geben, auch wenn nicht alles perfekt läuft. Das kenne ich gut. Früher hatte ich kaum feste Gewohnheiten. Mein Alltag war oft stressig und unruhig. Dann habe ich angefangen, kleine Routinen aufzubauen. Nichts Großes, nur kleine Schritte. Zum Beispiel, Jeden Morgen trinke ich ein Glas Wasser und atme kurz tief ein. das klingt einfach, aber es hat Wirkung. Ja, es hilft mir, ruhig in den Tag zu starten. Bei mir ist es abends. Ich lege mein Handy weg und lese ein paar Seiten. Das ist ein schöner Abschluss vom Tag. Genau, mein Körper merkt dann, jetzt darf ich runterkommen. Das zeigt, wie wichtig kleine Routinen sein können. Sie machen uns nicht perfekt, aber sie helfen uns weiter. Und das Beste ist, jeder kann heute damit anfangen. Ohne Geld, ohne Druck. Wir möchten dich heute ermutigen, deine eigenen Routinen zu finden. Etwas, das zu deinem Leben passt. Vielleicht ist es ein ruhiger Morgen. Oder ein bewusster Moment am Abend. Schreib uns gern, was dir gut tut. Wir lesen eure Nachrichten sehr gern. Jetzt möchten wir gemeinsam auf den Start in den Tag schauen. Denn dort beginnt oft schon, wie wir uns fühlen. Also lass uns schauen, wie kleine Routinen am Morgen helfen können. Dan, wie beginnst du heute deinen Tag? Ganz anders als früher. Und darüber sprechen wir jetzt. Jetzt sprechen wir über den Morgen. Der Morgen ist oft der Moment, der entscheidet, wie sich der ganze Tag anfühlt. Viele Menschen schwingen aus dem Bett und müssen sofort los. Alles ist schnell, laut und stressig. Ja, das kenne ich gut. Früher war mein Morgen genauso. Ich stand auf, griff sofort zum Handy und fühlte mich schon müde, bevor der Tag richtig begann. Irgendwann merkte ich, dass mir das nicht gut tut und ich wollte etwas ändern. Was hast du dann anders gemacht? Ich habe ganz klein angefangen. Noch im Bett mache ich eine kurze Pause. Ich öffne langsam die Augen und zähle bis 5. Das hilft mir, wach zu werden, ohne Stress. Danach setze ich mich ruhig auf die Bettkante. Das Handy bleibt liegen, mindestens 15 Minuten. Das finde ich stark, vor allem heute. Ich mache etwas Ähnliches mit dem Atmen. Ich atme tief ein, denke 1, atme aus, denke 2 und zähle bis 10. Das dauert nur 1 Minute, aber mein Körper wird ruhiger. Das können unsere Hörer leicht ausprobieren. Man braucht nichts, nur Aufmerksamkeit. Danach trinke ich warmes Wasser mit Zitrone und schreibe 3 kurze Sätze. Keine großen Gedanken, nur kleine Dinge wie ich freue mich auf Kaffee. Das ist wie eine kleine Dankbarkeitsliste.
Bei mir ist es der Fenstermoment. Ich öffne das Fenster, atme frische Luft ein und schaue in den Himmel. Egal ob Sonne oder Wolken. Dieser Moment gibt mir das Gefühl, dass der Tag offen ist. Das klingt sehr ruhig. Ich glaube, solche kleinen Rituale geben Sicherheit. Mein Opa hatte auch feste Morgenrituale. Jeden Morgen machte er das Frühstück gleich. Das war einfach, aber es gab ihm Ruhe. Genau das ist der Punkt. Routinen müssen nicht groß sein. Ich wähle morgens nur 2 Dinge. Fenster öffnen und Wasser trinken. Mehr nicht. Wenn ich das geschafft habe, fühlt sich der Morgen schon gut an. Vielleicht vergessen wir oft, diese kleinen Erfolge zu sehen. Wir machen etwas richtig, aber gehen sofort weiter. Dabei könnten wir kurz sagen, gut gemacht. Genau. Liebe Hörer, probiert das morgen aus. Lobt euch selbst, auch für kleine Dinge. Das macht einen Unterschied. Schreibt uns gern, ob es euren Morgen verändert hat. Zum Schluss noch eine Sache. Frühstück. Ich esse meist etwas Einfaches und schaue dabei nicht aufs Handy. Ich bin einfach da. Bei mir ist es ähnlich. Mir ist wichtig, dass der Morgen ruhig bleibt. Weniger Aufgaben, weniger Druck. Und genau das möchten wir heute mitgeben. Langsam aufwachen, kleine Rituale und freundlich mit sich selbst sein. Das ist machbar. Jeder kann morgen damit beginnen. Absolut. Viele Menschen haben einfache Routinen, die ihnen im Alltag helfen. In Gesprächen mit Freunden und Kollegen höre ich oft ähnliche Dinge, auch wenn die Routinen ganz unterschiedlich sind. Ja, zum Beispiel meine Nachbarin Lara. Sie macht jeden Tag um 3 Uhr eine Pause und kocht sich einen Tee. Diese Zeit ist nur für sie. Niemand soll sie dann stören. Und genau das gibt ihr Ruhe. Mein Kollege Tim erzählt mir oft, wie wichtig seine feste Mittagspause ist. Er sagt, ohne diese Pause fühlt sich der Tag sehr lang an. Mit der Pause kommt neue Energie. Solche kleinen Grenzen sind wichtig. Viele Menschen merken aber nicht, dass sie sich zu viel vornehmen und dann schnell aufgeben. Ein Freund von mir wollte täglich laufen gehen. Er begann mit sehr langen Strecken und war nach kurzer Zeit erschöpft. Später änderte er seinen Plan und lief nur 5 Minuten. Das war genug, um dran zu bleiben. Meine Tante hat einen schönen Satz dazu. Sie sagt, einfach leben heißt Zeit fühlen. Damit meint sie, dass es nicht um Tempo geht, sondern um Aufmerksamkeit. Dieses Bild gefällt mir. Meine Großmutter nähte jeden Abend ein paar Reihen an einer Decke. Sie wusste, dass sie lange brauchen würde, aber das Wiederholen machte sie ruhig. Viele kennen solche Menschen. Vielleicht eine Oma, die jeden Sonntag Kuchen backt. Oder ein Nachbar, der jeden Abend den gleichen Spaziergang macht. Ein Trainer sagte mir einmal, die Bewegung, die du gern machst, hält dich fit. Das zeigt, dass Freude ein wichtiger Teil von Routinen ist. Ein Freund von mir sagt beim Essen immer, wenn du isst, dann iss nur. Kein Handy, keine Ablenkung. So wird der Moment klar. Vielleicht entsteht Ruhe, wenn wir einer Sache voller Aufmerksamkeit geben. Ja, zu viele Dinge gleichzeitig machen uns oft unruhig. Und genau dann verlieren wir auch unsere Routinen. Weniger gleichzeitig tun und öfter wiederholen hilft vielen Menschen. Das passt gut zu dem, was wir hier teilen. Routinen wirken, wenn sie einfach sind und zum Leben passen. Wir kommen nun zu den kleinen Änderungen, die viel bewirken. Ja, manchmal reicht ein winziger Schritt und der Tag fühlt sich neu an. Ich beginne mit einer Geschichte aus meiner Küche. Oh, das klingt lecker. Bitte erzähl. Früher machte ich Kaffee,
stellte die Tasse auf den Tisch und trank ihn nebenbei. Eines Tages beschloss ich, die Tasse in beide Hände zu nehmen, kurz stehen zu bleiben und den ersten Schluck aufmerksam zu spüren. Das kostete vielleicht 20 Sekunden, aber der ganze Morgen wurde ruhiger. Spannend. Du hast nur das Tempo geändert, nicht die Handlung. Genau, die Routine blieb, doch die Qualität stieg. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit meinem Arbeitsweg. Erzähl, wie sah der Weg vorher aus? Ich rannte zur Bahn, hörte laute Musik, schaute aufs Handy. Dann las ich einen Satz. Geh langsam, wenn du es eilig hast. Klingt paradox, oder? Total, aber ich probierte es. Ich lief einen Block früher los, steckte das Handy weg und hörte nur die Stadtgeräusche. Am Bahnhof war ich nicht später, aber viel gelassener. Das zeigt, dass Zeitgefühl und reale Zeit oft verschieden sind. Ja, innere Uhr versus Außenwelt. Unsere Hörer fragen vielleicht, wie man so eine Änderung findet. Gute Frage. Ich schlage vor, beobachte einen Moment, der stressig wirkt, und drehe eine kleine Schraube. Zum Beispiel Lautstärke senken, Schritt verlangsamen oder Blick heben. Genau. Sag, hattest du auch Routinen, die du losgelassen hast? Oh ja, ich schrieb früher jede Woche strenge To-Do-Listen. Sie hing am Kühlschrank, voller Kästchen. Klingt organisiert, aber schwer. Irgendwann merkte ich, dass die Liste mich anklagte, nicht motivierte. Also strich ich sie. Jetzt wähle ich 3 Aufgaben am Abend vorher. Mehr nicht. Und wie fühlst du dich? Leichter und trotzdem produktiv, weil 3 klare Punkte machbar sind. Ich finde, weglassen ist auch eine Form von Routineänderung. Absolut. Hast du etwas weggelassen? Ja, ich schaute abends Serien bis spät. Jetzt setze ich einen Wecker um 10. Hilft das? Sehr. Wenn der Wecker klingelt, frage ich, möchte ich morgen müde sein? Meist drücke ich Stopp und gehe ins Bett. Ein innerer Dialog. Klug. Danke. Manchmal schaue ich weiter, doch bewusst. Nicht automatisch. Bewusst ist das Schlüsselwort. Ja. Kleine Änderung. Ein Wecker statt Selbstvorwurf. Ich mag das. Es erinnert an den Seemann mit 3 Sätzen. Stimmt. Wir bauen sanfte Grenzen, keine harten Mauern. Unsere Zuhörer könnten jetzt überlegen, was kann ich heute noch 2% besser machen? Schöne Frage. Vielleicht ein Glas Wasser mehr. Ein tiefes Atmen vor dem Senden einer E-Mail. Oder 5 Minuten früher Feierabend, um langsam die Jacke anzuziehen. Kleine Rituale schaffen Raum zwischen Aufgaben. Gern. Kuss, merkst du, wie wir beide lächeln, wenn wir darüber sprechen? Ja, weil die Änderungen machbar sind und Hoffnung geben. Das motiviert uns selbst, weiter achtsam zu leben. Vielleicht spüren es auch die Hörer, selbst durch Kopfhörer. Ich hoffe es. Wenn ihr eine Mini-Änderung probiert, teilt sie gern. Wir sammeln Ideen und geben sie zurück in einer späteren Folge. Bevor wir zum Abend kommen, gibt es noch ein Beispiel von dir? Ja, eine letzte kleine Geschichte. Ich stellte meine Zahnbürste an einen anderen Platz, weiter rechts, Warum? nur um wach zu werden. Die Hand musste einen neuen Weg gehen. Es machte mich bewusst, dass jeder Tag neu ist. Sogar im Badezimmer kann Neugier entstehen. Genau. Veränderung muss nicht groß sein, nur spürbar.
Damit schließen wir das Kapitel der kleinen Veränderungen. Ich bin gespannt, welche Beispiele unsere Hörer finden werden. Jetzt kommen wir zum Abend. Der Abend entscheidet oft, wie gut wir schlafen. Stimmt. Wie sieht ein normales Ende des Tages aus? Gegen 9 dimme ich das Licht und mache leise Musik an. Welche Musik hörst du dann? Meist ruhigen Jazz oder instrumental ohne Worte. Ich zünde oft eine kleine Lampe an und lese 10 Seiten. Lesen hilft, den Kopf von Bildschirmen wegzuführen. Genau. Danach schreibe ich 2 kurze Gedanken in ein Notizbuch. Was schreibst du auf? Etwas Schönes vom Tag und eine Sache, die ich morgen loslasse. Das klingt befreiend. Ja, das Bett fühlt sich danach leichter an. Ich mache eine kleine Dehnung für Rücken und Nacken. Wie lange dehnst du dich? Nur 3 Minuten, aber sie retten meinen Schlaf. Viele denken, Abendroutine muss lang sein. Nein, kurz und freundlich reicht oft. Meine Freundin Eva macht jeden Abend eine Tasse Kräutertee. Ich kenne jemanden, der einfach das Fenster öffnet und den Mond sucht. Das finde ich poetisch. Welche Gewohnheit hast du aufgegeben am Abend? Früher checkte ich E-Mails im Bett. Jetzt bleibt das Handy draußen. Großer Schritt. Ja, die erste Woche war schwer, jetzt ist es normal. Unser Gehirn liebt Wiederholung, das hilft. Was machst du, wenn du doch hellwach bist? Ich stehe kurz auf, trinke Wasser und lese einen Gedichtband. Magst du das Gedicht laut lesen oder nur leise denken? Ich flüstere meist, das beruhigt die Stimme und den Geist. Ich summe manchmal ein Schlaflied aus meiner Kindheit. Welche Melodie? Ein altes Volkslied, sehr langsam und ohne viele Worte. Das passt gut zu unserem Thema Einfachheit. Also kein Handy? Genau. Licht bleibt warm, Bildschirm bleibt aus. Unsere Hörer können hier viel wählen. Tee, Buch, Mond, Dehnung. Wichtig ist, dass das Muster angenehm bleibt, nicht ein neues Muss. Genau. Und man darf es ändern, wenn es nicht mehr passt. Vielleicht fragen wir die Zuhörer, welche Abendgewohnheit sie lieben. Schreibt uns, wir sammeln wieder Ideen. Ich glaube, wir haben viele ruhige Beispiele genannt. Ja, genug Inspiration für heute Abend. Dann können wir langsam in die Zusammenfassung gehen. Ein sanftes Lied oder gedruckte Worte, jeder findet seinen eigenen Abendschluss. Also, wir haben heute wirklich viele ruhige Ideen geteilt. Ja, mag gern. Und jede Idee fühlte sich freundlich und leicht an. Mich freut, dass einfache Schritte oft die größte Wirkung zeigen. Ganz genau, manchmal genügt schon ein bewusster Atemzug. Das ist ein guter Satz zum Abrunden. Ich finde, das war ein sehr schöner Satz, um abzurunden. Soll ich kurz zusammenfassen, was wir besprochen haben? Wir sprachen über ruhiges Aufwachen, Wasser trinken und Fenster öffnen. Wir beschrieben kleine Pausen im Bett und bewusstes Atmen. Wir erzählten, wie Kaffee und Kerzen den Start verschönern. Danach folgten Stimmen von Freunden, Kollegen und Familie. Sie alle zeigten, dass Routine einfach und doch stark sein kann. Wir hörten vom Seemann mit 3 täglichen Zeilen. Wir hörten von Tee um 3 und von festen Mittagspausen. Dann kamen unsere eigenen Mikroänderungen. Wir sprachen über langsam gehen statt Rennen zur Bahn. Wir nannten den ersten achtsamen Schluck Kaffee. Wir erklärten, warum Weglassen manchmal besser als Hinzufügen ist. Wir gaben Beispiele wie weniger To-Do-Punkte oder ein Serienwecker.
Schließlich schauten wir auf den Abend. Wir stellten Lampen, Bücher, Tee und kleine Dehnungen vor. Wir erinnerten an warme Farben und leise Musik. Wir zeigten, dass das Handy draußen bleiben darf. Insgesamt lautet unsere Botschaft: Wähle einfache Schritte, wiederhole sie sanft. Achte auf Freude, nicht nur auf Disziplin. Passe Routinen an, wenn das Herz es braucht. Kleine Muster geben Halt, große Pläne oft nicht. Jeder kann heute beginnen, ohne Aufwand. Ein Glas Wasser, ein tiefer Atem, ein letztes Gedicht. So formen kleine Rituale ein ruhiges Gerüst für jeden Tag. Vergiss nie, winzig kann stark sein. Beginne und der Weg erscheint. Wir bleiben neugierig und hören weiter auf kleine Signale. Vielen Dank, Mia. Das fasst unsere Reise heute wunderbar zusammen. Ich spüre richtig, wie ruhig ich mich jetzt fühle. Diese Themen wirken, weil sie klein und trotzdem wahr sind. Ich hoffe, unsere Hörer fühlen das ebenfalls in diesem Moment. Ihr könnt sofort beginnen, vielleicht schon heute Abend im Bett. Legt das Handy weg und atmet 3 tiefe Züge. Oder öffnet morgens das Fenster, bevor ihr redet. Ich finde, solche Gesten sind echte Geschenke an uns selbst. Darum liebe ich diese Gespräche mit dir, Mia. Ich lerne jedes Mal eine neue, sanfte Idee. Und ich fühle mich verbunden mit allen, die zuhören. Danke, Dan. Auch ich fühle Wärme nach dieser Folge. Es ist erstaunlich, wie Sprache Ruhe schenken kann. Früher dachte ich, Lernen müsse hart sein. Heute weiß ich, Lernen kann sanft fließen. Unsere kleine Gemeinschaft hier zeigt das jede Woche neu. Ich möchte allen zuhören und ihre Geschichten sammeln. Sie geben uns frische Fragen und ehrliche Antworten. So wächst das Thema weiter, obwohl es so schlicht klingt. Vielleicht probiere ich morgen früh dein gelbes Shirt zum Aufwachen. Nur als Zeichen, dass ein Farbwechsel Freude bringen kann. Dann schreibe ich dir, ob es wirkt. Auch ihr, liebe Hörer, dürft gern berichten. Eure Worte sind Motivation für unsere kommenden Gespräche. Bevor wir wirklich schließen, noch ein herzliches Danke an euch alle. Ihr macht diesen Podcast lebendig, einfach durch euer Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt auch bei der nächsten Folge dabei. Bringt dann gern wieder eure offenen Herzen und Neugier mit. Bis dahin wünschen wir ruhige Morgen, klare Mittage und sanfte Abende. Vielleicht findet ihr sogar einen neuen Lieblingsmoment im Alltag. Ich verabschiede mich jetzt. Bleibt gesund und freundlich zu euch selbst. Auf Wiederhören. Ich werde gleich mein Fenster öffnen und dem Wind lauschen. Vielleicht denkt ihr dabei an unsere heutige Runde. Das verbindet uns, auch wenn wir uns nicht sehen.